Die Aktie von PayPal hat im laufenden Jahr 2022 etwa 60% an Wert verloren und befindet sich seit Mai mehr oder weniger im Seitwärtstrend. Auch die recht positiven Zahlen zum dritten Quartal sorgten für einen Wertverlust. Was ist da los bei PayPal und kann man sich überhaupt noch Aktien des Unternehmens kaufen? Das sagen wir dir in diesem Video. Doch zuerst der Risikohinweis. Ich mache hier keine Anlageberatung, sondern es geht hier nur um meine persönliche Meinung. Wenn du Geld in Aktien investierst, kannst du Geld gewinnen, aber auch verlieren. Es ist dein Geld und du allein trägst das Risiko. Für die Richtigkeit der hier genannten Zahlen kann ich keine Gewähr übernehmen. Erkundige dich selbst nochmal, bevor du die Aktie kaufst. In diesem Jahr wurden Anleger von PayPal nicht belohnt. Minus 60% Kursverlust allein in 2022. Dieser Wert ist auch in schwachen Börsenjahr schon sehr extrem und die Aktie von PayPal kostet derzeit so viel wie noch 2018. Dies zeigt sich auch in der Performance wieder, welche nicht gerade positiv aussieht. Wer vor 5 Jahren bei PayPal eingestiegen ist und nicht die Aktie bei einem Hoch von etwa 200 Euro verkauft hatte, hat nun eine magere Rendite von knapp über 1%. Die kürzeren Zeiträume sind nur mit negativen Renditen zu bewerten. Selbst die positiven Ergebnisse zum dritten Quartal 2022 konnten dem Papier nicht helfen. PayPal hatte es geschafft, den Umsatz und Gewinn im dritten Quartal zu steigern und übertraf sogar die Analysteneinschätzungen. Außerdem wurde der erwartete Gewinn je Aktie für 2022 erhöht. Die neue Partnerschaft mit Apple sollte ebenfalls mehr Geld in die Kassen spülen. Bei all diesen positiven Meldungen wurden die Investoren jedoch mit der kurzfristigen Aussicht enttäuscht. PayPal rechnet durch den Abschwung der Weltwirtschaft mit einer Reduzierung des Umsatzes im vierten Quartal auf 7,4 Milliarden US-Dollar. Damit liegt die Erwartung von PayPal unter den Einschätzungen der Analysten, was zur Folge hatte, dass der Aktienkurs nach Bekanntgabe der Zahlen leicht gesunken ist. Positiv zu betrachten ist jedoch, dass der Gewinn je Aktie trotz des Umsatzrückgangs gesteigert werden kann. Ein höherer Gewinn bei einem geringeren Umsatz spricht für eine Verbesserung der Marge. Langfristig würde diese Entwicklung bedeuten, dass der Gewinn von PayPal weiterhin gesteigert werden kann, auch wenn der Umsatz mal geringer ausfällt. Wenn auch gefühlt langsam die Entwicklung bei PayPal langsamer voranschreitet, so schreitet sie aber voran. PayPal ist nicht nur online einer der führenden Zahlungsabwickler, sondern wird auch in immer mehr stationären Geschäften akzeptiert. Auch im Bereich der Kryptowährungen ist das Unternehmen aus den USA vorgedrungen. In den Monaten Juli bis September hatte PayPal den Umsatz um 11% gesteigert und hatte einen bereinigten Gewinn von 1,08 Dollar je Aktie. Die Erwartungen der Analysten von 96 Cent je Aktie hatte PayPal damit voll übertroffen. Mit einem KGV von 37 ist PayPal nach dem massiven Kursrutsch zwar immer noch kein Schnäppchen, aber wenn man bedenkt, dass das KGV 2022 noch bei 66 lag, das Unternehmen sich weiterhin gut entwickelt und die Wirtschaft auf lange Sicht besser in Fahrt kommen sollte, rechne ich mit einem Kursanstieg auf etwa 120 Euro je Aktie. Damit hat man schon einmal eine gute Perspektive auf eine ordentliche Rendite. Zum jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen, dass man die Aktie von PayPal kaufen sollte. Wie ist deine Einschätzung zu PayPal? Schreibe deine Meinung doch mal in die Kommentare. Und hier hast du noch 2 weitere Videos von uns zur Auswahl. Bis dahin, ciao.